Ja, was ist Anno für uns? Ich glaube, es ist eigentlich schon das Highlight des Jahres, oder? Jahresabschluss, ja. Weg von Hockenheim, mal was Neues. Witzig ist ja, wenn wir eigentlich schon im Spätsommer zusammensitzen und wie so eine Jury dann darüber entscheiden, welche Autos wir tatsächlich mitnehmen. Ich glaube, bei einem Auto sind wir uns alle einig gewesen von vornherein. Das war die Renault Alpine, die dann ja auch am Ende relativ, oder sagen wir mal wunschgemäß abgeschlossen hat. Gleichzeitig haben wir natürlich auch ein paar Autos dabei, von denen wir noch nicht wussten, was Sache ist. So Urus zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, das Thema Handling muss eingangs mal ganz kurz erläutert werden. Es geht uns hier nicht nur um die Performance, wie es sonst immer der Fall ist bei Sportauto, wenn wir in Hockenheim unterwegs sind. Bei dieser Geschichte geht es mehr ums Fahrverhalten, also wie diese Performance entsteht. Ums Fahren am Limit und wie sich die Autos, die wir aus verschiedenen Klassen zusammengesammelt haben, dort verhalten. Spektakuläres Auto auf jeden Fall. Also in dieser Art ist schon sehr mutig, was sie da vom Modell auf die Beine gestellt haben. Also mit 600 PS, Allradantrieb und einer mutigen Karosse, sage ich mal. Es geht ja schon sehr Richtung Motorsport mit den Kotflügelverbreiterungen auch und den Spoilern vorne, hinten. Also das Auto hatte mit einem normalen Jaguar XE auf jeden Fall nicht mehr viel zu tun. Leider ein bisschen schwer. Gewicht ist relativ hoch, über 1800 Kilo, knapp über 1800 Kilo. Das ist natürlich schwierig bei dem relativ engen Kurs, trotz der Leistung. Wobei die Leistung kriegt er gut auf die Straße über ein Allrad, also trotz den Semis, die montiert waren, bei den kalten Temperaturen, die ja nicht optimal funktionieren dann. Aber ja, ging trotzdem ganz gut, finde ich. Ja, das Problem von dem Auto war, um präzise aufs Handling zu kommen, Kurven einlenken in Kurven war noch ganz gut. Rausbeschleunigen auch, da spielt er so ein bisschen im Hintern mit, das ist eigentlich ganz nett. Problem, glaube ich, war so in der Kurve, gerade in den langen Kurven, da muss man halt viel warten. Ne? Die Rollphasen, da ist er tendiert halt eher zum Untersteuern, da muss man ein bisschen warten. Weil er erst über die Last, also über die Antriebskraft in die Diffs arbeiten können, dann wird er wieder agiler hinten am Kurvenausgang. Wir haben auch mit den Jaguar-Leuten geredet und haben gesagt, man hätte vielleicht auch bei der Fahrwerksgeometrie ein bisschen aggressiver gehen können. Das hätte dem Auto sicherlich gut getan, dass man einfach irgendwie noch ein bisschen Zug auf die Vorderachse bekommt. Dann könnte auch der hecklastige Allrad könnte dann mehr greifen. Aber gut, es war letzten Endes dann doch eine sehr, 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 sehr anständige Zeit. Ich glaube, so schnell war kein Jaguar bislang in Anno. Also auf diesem Niveau schon beachtlich, das Auto. Und sie waren sehr ehrlich, muss man auch sagen. Also sie hätten das Auto sicher optimieren können für die Bedingungen in Anno. Aber die Fahrwerksgeometrie war eben serienmäßig vorgeschrieben. Also kein Fake, keine Optimierung seitens Jaguar. Also es war alles ehrlich und finde ich auch gut so. Jaguar und Mercedes sind sich im Layout schon ähnlich in gewisser Weise, wobei uns der Mercedes AMG, der GT4-Führer, schon sehr überrascht hat, weil das Ding ist einfach nur bleischwer eigentlich. Es hat auch mit dem AMG GT als solchem eigentlich nichts zu tun, also es ist kein Transaxle-Sportwagen, es hat keinen Frontmittelmotor, sondern es steht einfach auf der Plattform der E-Klasse. Nichtsdestotrotz, also der Name ist vielleicht, über die Sinnhaftigkeit des Namens lässt sich streiten,
aber sie haben das riesige Ding doch sehr, sehr gut noch von der E-Klasse differenziert, die ihrerseits auch schon ziemlich beeindruckend ist. Aber was der AMG GT4-Türer in Arnault abgezogen hat, war schon ja, zum Niederknien, möchte man fast sagen. Ja, schon sehr agil, der intelligente Allrad hilft ihm. Also es gibt diverse Konfigurationsmöglichkeiten im Menü, wie man Allrad und das ganze Fahrwerk, das ganze Ansprechverhalten abstimmen kann. Also muss man sich erstmal ein bisschen reinfummeln. Aber wenn es dann mal steht, dann Respekt. Also er geht im Prinzip quer aus allen Ecken. Also man kann es natürlich auch sanfter einstellen, je nach Vorlieben. Aber ich sag mal, tendenziell so ein leichtes Übersteuern im Kurvenausgang eliminiert zumindest schon mal das Untersteuern. Und es wird auch nie stressig mit dem Allrad. Also man kann eigentlich auf dem Gas bleiben, leichte Lenkkorrekturen und raus aus dem Weg. Ja, du hast es angesprochen, es gibt dieses AMG Dynamics, heißt das Ganze. Das ist vielleicht in dem Handling-Kontext ganz interessant. Das ist so eine Art Personal Trainer eigentlich. Man kann verschiedene Stufen einstellen, von Basic bis Master. Das sind die Schwierigkeitsstufen quasi. Und je nachdem, welche Stufe man wählt, dementsprechend konfiguriert er seine ganzen Systeme zwischen relativ brav, sage ich jetzt mal, in der harmlosesten Stufe und ja doch ziemlich agil in der schärfsten. Das ist alles rückgekoppelt mit ESP, mit Hinterachslenkung, mit Allradantrieb, mit Kraftverteilung eben dieses Allradantriebs. Und da lässt sich schön rumspielen. Also ich würde sagen, für jemand, der sich mit diesem Auto vielleicht ans Limit rantasten will, eine richtig schöne Sache. So doof es klingt, ist er mit 520 PS eigentlich eher fast übermotorisiert in dem Feld. Wobei er das natürlich über das Gewicht wieder gut macht. Es ist ein Sauber, er ist im Vergleich zu den anderen Drehmoment schwach. Es ist eher ein Vorteil auf dieser Strecke, weil man eben das ganze Drehmoment auch im Endeffekt bändigen muss. Also wenn man es jetzt mit dem Aston Martin zum Beispiel vergleicht, reiner Hinterradantrieb, 900 Newtonmeter auf die Hinterachse. Und ja, ist natürlich mit den vielen Bögen, wo es wenig geradeaus geht, schwer zu kontrollieren. Und da tut sich der GT3 RS mit weniger Drehmoment wesentlich leichter. Und natürlich abartigen mechanischen Grip. Also da ist es schwer zu toppen. Also auch nicht vom Ferrari, von keinem eigentlich. Und es ist halt in dem Umfeld eigentlich der Rennwagen mit Straßenzulassung, würde ich sagen. Genau, und das Thema Rennwagen ist eigentlich auch so, das ist das, was ihn ausmacht. Er ist wirklich nur ein Rennwagen für die Straße. Er hat keine Komfortpölsterchen. Er ist einfach nur ein Performance-Auto, und zwar durch und durch. Und ich würde sagen, er ist insgesamt das homogenste Paket. Also er tendiert eher minimal, also wirklich auf sehr hohem Niveau, minimal zum Untersteuern, was ihn in dem Fall aber auch sicher macht. Und es klingt jetzt negativer, als es ist, weil das Niveau ist wirklich hoch. Und ja, und ab dem Scheitelpunkt Richtung Kurvenausgang geht einfach flat, Vollgas, bedenkenlos, und es geht halt mit den wenigsten in dem ganzen Umfeld. Der Ferrari, der Name Pista ist eigentlich ja vielleicht irreführend. Er ist sicherlich die schärfere und zugespitztere Variante des 488. Das steht fest. Also er hat mehr Leistung, er ist leichter, er hat wirklich raffinierte Ideen, zum Beispiel CFK-Räder, die die ungefederten Massen dann genau an der richtigen Stelle nochmal reduzieren. Allerdings hat Ferrari das Auto eben nicht ausschließlich für die Rennstrecke gebaut. Es ist schon so, das sieht man ihm auch an seiner Standhöhe, dass er schon auch noch für den Alltag gedacht ist. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen das Problem. Das Auto ist dann noch relativ komfortabel, was so ein 911 GT3 RS eben gar nicht ist. Also kann man eigentlich nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise noch, also das willst du eigentlich nicht im Alltag fahren, auf gut Deutsch. Beim Pista ist es anders, was dann natürlich gerade auf so einem engen Kurs, wie wir ihn hatten in Arnault,
schwierig ist, weil du hast auch viele Lastwechsel, also wo du von links auf rechts umsetzen musst und da gerät das Auto dann schon so ein bisschen ins Taumeln. Dann kommst du eben an den Punkt, dass da auf relativ wenig Gewicht, 720 PS und 770 Newtonmeter unterwegs sind, auf einer Antriebsachse, was kurvenausgangs dann was für mutige Menschen ist. Also wir wollen uns ja nicht beklagen über die Leistung, über das Drehmoment, aber wie gesagt, auf dem Handling-Kurs ist es halt, kann die Leistung zum Nachteil werden. Also daran sieht man eigentlich, dass wir den Kurs relativ gut gewählt haben mit der Nose, sind wir also echt glücklich damit. Weil die wenigen Geraden, also es trifft jetzt in dem Umfeld gerade auf den Aston Martin und auf den Ferrari hauptsächlich zu. Die zwei sehr, sehr drehmomentstarken Hecktriebler. Dass sie eben ihren Vorteil, den sie eigentlich haben, jetzt gerade im Vergleich zum GT3 RS, den wir wieder haben, auf den Geraden überhaupt nicht nutzen können oder minimalst eigentlich nur. Audio Jungle. Der Aston Martin spielt für mich eigentlich in der eigenen Liga, ist eher der Gentleman unter den Sportlern. Heißt natürlich nicht, dass es langweilig ist. Also geiler Motor, V12 Biturbo, auch 900 Newtonmeter und 720 PS hat er. Kann man aber nicht direkt vergleichen jetzt mit dem GT3 RS oder mit dem Ferrari. Also es ist eine andere Gewichtsklasse und auch die ganze Auslegung vom Auto ist noch ein bisschen anders. Also es geht mehr Richtung GT. Also ich denke, der Name ist auch ein bisschen irreführend in dem Fall. Also Superleggera klingt das schon, ich sag mal so ein bisschen Das nach heißt GT3. super leicht, genau. Eben, da erwartet man vielleicht mehr so ein GT3 RS, nackig, ohne Türverkleidung oder was. Ist nicht der Fall beim Aston Martin. Also mag sein, der ist schon ein paar Kilo leichter als der DB11. Aber Superleggera ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Ja, also das Auto ist insgesamt von seiner Auslegung, der DBS ist ja die Sportversion des DB11, da kannst du, also es ist ein relativ großes, es ist ein relativ schweres Auto, mit relativ guter Gewichtsverteilung, dennoch kriegst du da keinen richtigen Rennwagen rausdestilliert. Du hast aber auch diese Erwartungshaltung nicht. Also du hast einerseits einen Pista, der heißt nach Rennstrecke, du hast einen GT3 RS, der auch dieses Rennsportblut eigentlich in den Genen hat oder in seinen Adern hat. Und du hast den Aston Martin, der schon von seiner ganzen, also schon wenn du einsteigst, es ist alles natürlich opulent, es ist alles hübsch gemacht mit Klavierlack und es riecht nach Leder. Also du hast überhaupt nicht diese Motorsportluft, sondern es fühlt sich eigentlich eher so ein bisschen nach Küstenstraße und Croisette in Cannes an. Aber ich würde sagen, für das viele Drehmoment, für das viele Gewicht, fährt er fährt nicht wirklich wie ein Performance-Auto, aber er fährt schön. Ja. Also er fährt, du hast 900 Newtonmeter auf der Hinterachse, kannst aber diesen Moment, wo er dann quer geht, eigentlich ganz gut kontrollieren. Es ist alles relativ weich. Du musst eigentlich es passiert häufig, also er übersteuert mit Vorliebe. Kurvenausgang immer eigentlich, Genau. Aber es ist wirklich gut zu handeln. Also in Anbetracht der Leistungsdaten, die man da bewegt, also ist es wirklich sehr, sehr einfach zu fahren. Und was mir besonders gut gefallen hat, wenn du in diesen langen Bögen eigentlich so das Gefühl hast, mit der vielen Masse festzuhängen, das Auto neigt sich auch relativ stark und du liegst da drin, dass du ihn übers Gas und sein Torsensperrdifferential schön hindrehen kannst. Also du kannst tatsächlich... Ja, man kann ihn auch in den längeren Bögen, also er geht nicht pauschal ins Übersteuern, Untersteuern oder was, sondern man kann ihn positionieren mit dem Gas. Mit dem Gas lenken. Er reagiert super schön, also dreht eben mit über das Torsendiff. Ja, und man kann sich die Position suchen von Kurvenausgang und... Trotzdem, Arnaud ist eigentlich zu klein für ihn. Also er ist da schon eingesperrt. Wenn du damit rausgehst und auf der Autobahn bist und feststellst, dass ab 300 der Vortrieb immer noch nicht nachlässt, dann merkt man eigentlich, dass das Auto eine andere Faszination hat. Das ist ein extrem schneller, extrem angenehmer, extrem handlicher. Ja, genau, der Gentleman. Lass uns über den Urus reden. Der Urus. Der Urus.
Meinungen gehen da sehr stark auseinander. Ob Lamborghini ein SUV auf letzten Endes Cayenne, Panamera, Q7 Plattform bauen soll, bauen darf. Noch dazu mit einem Motor, der eben kein V10 oder V12 Saugmotor ist, sondern so ein Konzern V8 Biturbo. Ich war am Anfang auch einer von denen, die gesagt haben, was soll denn das? Dann bin ich jetzt damit gefahren und ich muss sagen, auch wenn es vielleicht faktisch kein Lamborghini ist, es fühlt sich schon ein bisschen danach an und es sieht so aus. Es ist schon extrem, es ist ein extremes Auto. Er hebt sich schon von seinen Konzernbrüdern ab, würde ich sagen. Allein schon akustisch. Na gut, über Sinn und Unsinn von SUVs kann man streiten natürlich. Vor allem bei einem Handling-Vergleich dann noch dazu, auf einer engen Strecke mit 2,x Tonnen. Aber man kann trotzdem auch in dem Urus wirklich Spaß haben, auch auf dem engen Kurs. Es ist definitiv eine ganz andere Art von Handling in so einem SUV, weil man hat zwar ganz viele Fahrdynamiksysteme, wie zum Beispiel wanktilgende Stabilisatoren und so weiter. Die können das Gewicht sicherlich bis zu einem gewissen Punkt betäuben, aber sie können es halt nicht komplett ungeschehen machen. Also es ist da. Ich glaube, dass beim Urus darauf ankommt, das Auto so zu fahren, dass es quasi im Funktionsfenster seiner Systeme arbeiten kann, also dass diese Systeme auch greifen. Sobald du anfängst, richtig versuchst, irgendwie Druck auszuüben, Gas zu geben und ihn aktiv zu fahren, dann läuft es aus dem Ruder. Dann hat man einfach 2,4 Tonnen oder 2,3 Tonnen. Die drücken dann über die Vorderachse. Also unter Handling-Gesichtspunkten, es ist kein aktives Handling, sondern ist eher ein Bedienen. Du fährst so, dass du einfach in die Kurve reinkommst. Wenn du das allerdings triffst und er dann wirklich mit seiner aktiven Kraftverteilung, mit diesen aktiven Stabilisatoren sich da quasi einhakt im Eck, dann saugt es ihn ganz schön rum. Den M2 Competition, da hinten ist er. Der hat uns hierher begleitet und ist so ein bisschen der tragische Held. Oder? Ja, kann man so sagen. Ich denke, es liegt auch hauptsächlich beim M2 jetzt an der Namensgebung. Da haben wir jetzt schon das dritte Beispiel, glaube ich, in dem ganzen Umfeld, wo der Name nicht ganz zum Fahrverhalten passt. Also vorweg, man kann ihm nichts vorwerfen eigentlich. Es ist schwer zu erklären. Also der Name Competition ist leicht übertrieben, würde ich sagen. Also es ist kein Competition-Modell. Der Competition klingt ja wieder so wie GT3 RS oder ja, Rennsport eigentlich. nach Rennsport ein bisschen, nach Performance. Aber es ist eigentlich müsste M2 Funcar heißen oder M2 wie auch immer. Also es ist eigentlich ein Spaßauto. Also er nimmt die Sache mit der Fahrdynamik nicht ganz so ernst. Er ist eher BMW, wenn man es historisch, traditionell betrachtet, waren das ja immer so, sag mal, die klassische Heckschleuder, wie man so schön sagt. Und in die Richtung geht der M2 Competition auch, eine sehr gut kontrollierbare Heckschleuder, aber es ändert eben nichts daran, dass er Performance verschenkt, weil er eben doch ein bisschen zu wild fährt. Genau, also das Auto ist, glaube ich, ein schönes Beispiel für diese ganze Handling-Thematik, weil Handling ist nicht gleichzusetzen mit Performance. Also es gibt sicherlich unterschiedliche Arten, den Begriff Handling zu interpretieren. Wir haben es jetzt in der Geschichte und mit unseren Messungen so gemacht, dass wir das Handling am Limit thematisieren. Und da ist der M2 Competition sicherlich ein bisschen schwieriger, weil er einfach sehr stark und sehr gerne und sehr viel übersteuert. Wenn man aber dieses Limit mal ein bisschen zurückfährt und sagt, es geht mir einfach nur um Landstraße oder auch um Trackday-Fahren, also nur auf der Rennstrecke ohne Blick auf die möglichst schnellste Rundenzeit, dann wird das auf einmal eine ganz andere Geschichte, weil dann gibt es, glaube ich, kein Auto, das sich so aktiv, lebhaft, einfach auch quer fahren lässt als dieses Auto. Oder es geht nicht nur ums Querfahren, es geht auch einfach darum, dass sich das Auto richtig bewegt. Es untersteuert gar nicht, also nur wenn man eigentlich gravierend was falsch macht. Also einen weiten Grenzbereich. Genau.
Wenn man jetzt einigermaßen schnell sein will, dann muss man sich ja in dem Grenzbereich bewegen und es ergibt sich, also man steht quer, ob man will oder nicht. Wenn man das Auto auf Linie fährt, ist man schlicht zu langsam. Wenn man Richtung Limit geht, dann wird es einfach quer und dann kann man sich den Grad im Prinzip selber... Genau, man kann sich eigentlich aussuchen, wie weit man auch schön bis zum äußeren Curb schwingt oder ob man noch ein bisschen Luft lässt. Ja, ein riesen Spaß, super einfach zu handeln. Also unglaublich, dass gerade in der heutigen Zeit mit den ganzen Elektroniksystemen, geregelten Allradantrieben also es ist ja oft so, dass man relativ wenig Spielraum hat, seine eigenen Vorlieben da einzubringen und da ist der BMW einfach der Klassiker. Alpine ist wirklich das beste Beispiel für konsequenten Leichtbau in dem Umfeld. Also ich sag mal so, konsequent leicht wie die Alpine gebaut ist nicht mal der GT3 RS. Da könnt ihr wahrscheinlich auch noch mal 200 Kilo rausnehmen, wenn man mal auf ein bisschen Elektrik, Schnickschnack verzichten würde. Ja, ich glaube, dass die Alpine ist wirklich so ein Beispiel für dieses berühmte Gesamtkunstwerk. Beim Porsche ist man da sicherlich auch nah dran auf einem, oder erreicht es auf einem anderen Level. Da geht es halt um Performance, da ist alles auch ausgewogen, alles harmoniert. Das ist dieses Uhrwerkbild, was man da immer gern bemüht. Bei der Alpine passiert eigentlich das Gleiche. Auch da stimmt alles zusammen mit dem zentralen Faktor Gewicht eben. Aber er fügt dem Ganzen eigentlich noch diese, du hast gesagt, Leichtigkeit. Ich glaube, es ist auch eine Leichtfüßigkeit hinzu und so ein bisschen was Verrücktes. Verrückt im positiven Sinn, also nicht im Sinne von, das ist jetzt groß gefährlich. Es ist einfach sehr, sehr lebhaft, dieses Auto. Und da ist, glaube ich, der größte Unterschied auch zum GT3 RS. Diese beiden sind für mich eigentlich die Handling-Highlights. Der eine ist der strenge Dynamiker und die Alpine ist einfach so das locker leichte Spaßmobil, aber eben mit der nötigen Ernsthaftigkeit. Ja, man wird ja, die Ernsthaftigkeit wird mir ja gar nicht zutrauen, der Alpine. Genau, also so rein wenn man es mal nach dem gefühlten Fahren geht, es ist viel Bewegung drin, es ist mehr Landstraßenauto eigentlich. Und auch im Kurvenverlauf, also man kann es sich auch raussuchen. Untersteuern ist schwer möglich, aber sag mal, es ist gefühlt so ein bisschen wie Rallyefahren auf Schotter mit dem Hecktriebler. Also es ist wirklich viel Bewegung drin und es fühlt sich eigentlich langsamer, finde ich persönlich jetzt, es fühlt sich langsamer an, als es sogar dann nachher gemessen ist. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass es die Alpine tatsächlich schafft, in der Endabrechnung dann trotz eklatantem Leistungsnachteil, den auch das Gewicht nicht ganz aufwiegen kann, vorm Lamborghini Urus steht. Okay, das kann man sich noch einigermaßen erklären, aber sie steht eben auch vorm BMW M2 Competition. Und ich glaube, das ist schon eine Ansage. Also das zeigt, dass in diesem kleinen Coupé mit Mittelmotor schon richtig was steckt. Also das Highlight für mich in Hannover, mir geht es ja primär um den Spaß immer. Also Spaß hatte ich mit allen. Aber unterm Strich, wenn ich einen wählen müsste, es wäre die Alpine. Weil ich glaube, jedes Auto hat seine eigenen Reize im Umfeld, aber so viel Spaß wie die Alpine bietet beim Fahren, bietet, glaube ich, keiner von den anderen. Ich fange so an, meine Überraschung aus Arnaud ist der AMG GT Viertürer. Ich habe dem Auto schon was zugetraut, aber so viel, wie es dann geleistet hat, nicht. Es ist einfach ein Riesenbrocken, das bleibt es auch und das ist nicht wegzudiskutieren, das ist eigentlich zu schwer. Ich glaube, das kann man sagen. Nichtsdestotrotz fährt es großartig. Es fährt wirklich großartig, agil, aktiv, du kannst relativ viel damit machen und das Schwierigkeitsniveau ist erfreulich niedrig. Das finde ich bemerkenswert. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich die Alpine nehmen. Und zwar gar nicht mal nur, weil sie leicht ist und weil sie sich wunderbar leichtfüßig fährt und
ja dann auch wirklich überzeugt hat, sondern wegen des ganzen Konzepts eigentlich. Also die Franzosen haben da ein Auto gebaut, das nicht nur bezaubernd aussieht, das sich extrem gut im Alltag benutzen lässt. Ich glaube, wenn man es vergleicht mit den Autos im Umfeld, mit so einem Alpha 4C, der da reinpasst, oder einer Lotus Elise, die sind alle im Alltag relativ kompliziert. Also einsteigen, aussteigen, das ist alles extrem unbequem. Bei der Alpine nicht. Man kann das im Alltag nutzen. Es hat noch dazu allen Schnickschnack. Also es ist keineswegs völlig asketisch. Es gibt sogar ein Abstandstempomat, es gibt ein Navi, es gibt, wer das braucht, ein TFT-Display. Es gibt ein Doppelkupplungsgetriebe, wobei mir der Handschalter lieber gewesen wäre, aber egal, es gibt nur diese eine Getriebevariante und nicht mal die stört. Und dann ist das Fahrverhalten eben auch noch so, dass du es auf einer Landstraße oder eben auch auf so einer engen Strecke wie in Arnaud, dass du was vom Auto spürst. Das Auto bewegt sich relativ viel. Das schaut seltsam aus, weil es ist ein bisschen wie Bootfahren, und wenn du dem Ding so zuschaust, dann denkst du dir eigentlich, es kann nichts werden. Aber wenn du das Timing raus hast und vielleicht immer, du hast vorhin gesagt, das ist ein bisschen wie Rallyefahren auf Schotter, und ich glaube, das ist genau der Punkt. Du musst alles ein bisschen vorausdenken, du musst ein bisschen früher einlenken, dann hast du so einen Swing in dem Auto, dann setzt es sich und es fliegt dann quasi so richtig rein in die Kurve. Du kannst es abfangen, kontrollieren, dann gehst du ans Gas und ziehst es einfach raus. Und ich glaube, diese Kurvendynamik ist eigentlich für sich genommen fast ein Kunstwerk, weil es gibt, glaube ich, aktuell kein Auto, das so fährt. Ja, also bei den anderen im Umfeld, wie gesagt, der 3S, der lässt einem eigentlich keine Wahl. Es gibt nur eine Art, ihn zu fahren, weil er einfach relativ viel Grip hat und verhältnismäßig wenig Leistung im Vergleich. Also man kann jetzt nicht irgendwie spielen in der Kurve, man kann ihn anstellen. Es fällt eigentlich schwer auf dem Kurs in Arnaud. Also wenn man noch dabei schnell sein will. Und keiner in dem ganzen Umfeld bietet so viel Freiheit und so viel Spaß. Und was mir auch gefällt, ist eigentlich das Einfache von der Alpine, weil ein GGT, den du jetzt gerade erwähnt hast zum Beispiel, es ist halt schon alles, ich sag mal, hingeregelt. Er braucht viel Elektronik, um das Ganze zu stemmen, mit diesem Gewicht, so die Fahrdynamik zu stemmen. Und die Alpine, die kann es einfach, sie braucht keine Elektronik dafür. Elektronik aus und fertig.